Leute, es gibt einen Report zum gegenwärtigen Stand von KI, State of AI. Den habe ich uns runtergeladen und mithilfe der Google KI NotebookLM einen Podcast generiert. Das Ganze hören wir uns an, jetzt hier auf diesem Kanal. Das ist Zukunft von KI, Zukunft von KI. Boah, seid ihr auch schon so gespannt darauf, was uns da NotebookLM produziert hat? Also ich bin es. Hi, der Podcast ist auf Englisch, aber keine Sorge, ihr habt ja mich, die Human Intelligence. Ich habe euch das Ganze übersetzt und ich werde auch ein bisschen korrigierend eingreifen, da die Übersetzung mit Hilfe von KI basiert ist. Okay, holt euch euer Getränk der Wahl und dann geht's rein da. Abfahrt. This time around, we're diving into the State of AI Report 2024 online. Hot off the press, right. Still warm from Nathan Beneich and Airstreet Cap. Ja, genau. Also frisch aus der Presse. Alles neu, das Ding. Es ist, glaube ich, schon ein paar Wochen alt, aber immer noch bahnbrechend, was da Ganze drin steht. Ich freue mich riesig, das Ganze mit euch zu entdecken. Also, let's go. Yeah. This is like what, their 7th annual look at all things AI? Oha, also die machen das schon zum 7. Mal. Oh, krass. Das ist ja wirklich krass. Also da muss sicher was zusammengekommen sein an Wissen, was sie da haben. Schauen wir es uns an. Yeah, so they've had some time to get this right. You've been doing Yep. this for a minute, Yeah. so it's a big one. Research, industry, the politics of AI, the safety concerns, even some predictions. Alles Should drin. we just get right to it? Let's do it. Let's dive in. All right, so anyone who follows AI, even casually, has heard of GPT-4. It Yep. was the dominant force in AI for how long? Ja, also ChatGPT hat, glaube ich, jetzt jeder mitgekriegt. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, als ich das erste Mal damit in Berührung kam und ein bisschen rumgespielt habe mit ChatGPT. Das war auch die Zeit, als noch wild spekuliert wurde, kann KI fühlen und so. Da gab es auch ein Video auf diesem Kanal, da habe ich dazu reagiert oder beziehungsweise darauf reagiert, dass es einen Chat gab, in dem ChatGPT quasi einen Teenager oder Teenager-Gefühle gemimt hat. Schaut euch das mal an, das ist schon sehr krass, was da abgeht und ja, war dann schon so quasi der Einstieg für mich in die ganze KI-Welt. Das war schon sehr beeindruckend. Aber schauen wir mal weiter. Like a year? Yeah, for a while there, it seemed like OpenAI was miles ahead of everyone else. But this Yep. report really drives home the point that things are changing. Like, the competition is really heating up this year. Wait, Okay. GPT-4 was the undisputed champ, but then what happened? Well, you've got models like Claude 3.5 Sonnet, Google's got Gemini 1.5, there's Yep. Grok 2. Unser Twitinator, wobei heißt der jetzt Xinator? Ja, egal. And they're all catching up. Yeah, they're all emerging as serious contenders now. And the report even has these benchmarks. Okay, so benchmark. Oh, time. okay. What's one that really jumped out at you? So for graduate level reasoning tasks, Claude 3.5 Sonnet scores almost 90%, 89.7 to be exact. And GPT-4, still impressive, but it only manages 85%. Also Schulabschlusslevel oder Niveau, Test. Schließt ChatGPT nicht als Klassenbester ab. Interessant. So a difference of what? Less than 5%? Less than 5, and it's not just a one-off thing. Claude 3.5 is consistently outperforming GPT-4 in areas like code generation. Okay, also das Ding schlägt ChatGPT sogar bei der Generierung von Code und anderen Dingen. It's a real wake-up call. It's like suddenly everyone's got a fighting chance. Yeah, Yep. the playing field is way more level than it used to be. Also der Marktführer OpenAI muss sich warm anziehen, muss was tun, hä? How's OpenAI responding to all this competition breathing down their neck? Ja, So schauen the wir mal. report calls it the strawberry strategy. Okay. Basically, OpenAI seems to be shifting gears. Okay, how so? They're moving away from this obsession with topping every single benchmark. Instead, they're doubling down on something they call inference compute. Inference compute. All right, break that down for us. What exactly are we talking about here? Ja, Basically, sag they're mal. pouring resources into maximizing processing power during inference. Okay, but for those of us who don't speak AI jargon, Right. Basically, it's about giving the model more brain power when it's actually generating stuff for you, rather than focusing on the initial training phase. Okay, also es wird weniger trainiert am Anfang, sondern es gibt mehr Brainpower, also mehr Wissen, also Grundlage, mehr Wissen
soll dann dazu führen, dass das Ganze besser wird. Interessant. It's less about what it knows and more about how it thinks. Exactly. And this is how their latest model, GPT 4.01, can use this chain of thought approach, which the report talks about. Chain of thought. Think of it like this. Instead of just spitting out the first answer, GPT 4.01 can now walk you through its logic, explain how it arrived at the answer. Interesting. Does this actually make a difference? Ja, also das haben wir ja gesehen, genau. Also ChatGPT soll jetzt nicht nur einfach anhand von Prozentwerten, dazu gibt es übrigens noch ein Video, ein sehr spannendes, das lege ich euch wärmstens ans Herz. Das ist ein Short, der zeigt, wie Large Language Models funktionieren, die ja Chatbots nutzen, also das Ganze ein bisschen entzaubert. Die funktionieren ganz vereinfacht gesagt, nämlich so, dass sie die Prozentwerte ermitteln, welches Wort am besten für die Antwort passt und das Ganze dann zusammensetzen in einen sinnvollen Satz. Und das soll jetzt verändert werden, also dass man dann nicht mehr nur Large Language Models quasi zusammensetzt oder Wörter zusammensetzt, muss ich sagen, sondern dass man da wirklich auf Quellen zugreift und dann plausible Antworten formuliert. Also auch nicht die erstbeste Antwort, sondern auch vergleicht, was könnte die beste Antwort sein. Das vielleicht ein bisschen nachforscht, also ein bisschen mit Wissen auch zugrunde liegt. Okay, also das soll die Differenzierungsstrategie von ChatGPT oder OpenAI in Zukunft sein. Mal schauen, wie das umgesetzt wird. Seems to. They're getting much better results, especially for problems that require more reasoning. Here's an example. Sure. Take the AME 2024 competition. GPT-4 scored a measly 13.4 on this math benchmark. GPT 4.01, 83.83. Wow, that's a massive leap. Also quasi die Herleitung optimieren, also auch ein bisschen hinterfragen, ein bisschen kritischer sein, wie gesagt, nicht die erstbeste Antwort liefern, sondern auch ein bisschen logische Lösungswege zu kreieren oder zu bauen. Und damit hat auch ChatGPT oder OpenAI ein besseres Resultat erzielt bei diesen Mathematiktests, die es weltweit gibt, durchgeführt werden. Ja, spannende Sache. So it seems like OpenAI has found a winning formula, but is sieht's this aus. think harder approach even sustainable long term? Good question. And OpenAI themselves admit that this comes at a steep price. Okay. 15 per $1 million input tokens, 60 per million. Ja, okay, also, das ist das Ding. Es wird weiter Richtung Bezahltmodell vorgedrungen werden müssen, wenn das Ganze weiterentwickelt werden soll. Logisch, braucht Geld, ist mir schon bewusst, aber was meint ihr dazu, dass die Bezahltvorgaben jetzt für diese weiterentwickelten Modelle Pflicht ist? Oder haltet ihr das für Geldmacherei dieser Großkonzerne oder ist es einfach nötig? Schreibt es in die Kommentare bitte, weil das würde mich sehr interessieren. $1 million output token, so yeah, it works, but it ain't cheap. That's a whole other can of worms, especially when you consider the rise of open source models. This year's report really shines a light on Meta's Llama 3. And rightfully so. This is the first time we've seen a truly open source model emerge as a real contender to these proprietary giants. Okay, also es kommt ein Open-Source-Modell oder Open-Source-Modelle, die da offenbar die großen Player unter Druck setzt. Open Source muss man ja immer aufpassen, es ist nicht kostenlos. Also es gibt da, natürlich muss da auch mit Geld weiterentwickelt werden oder ja, in irgendeiner Form braucht es immer Ressourcen. Aber es ist schon spannend zu sehen, dass Open Source Modelle hier einzuschaffen, weil der große Vorteil von Open Source ist natürlich, dass die weit verbreitet werden können, beziehungsweise viele Leute können daran dann arbeiten, kleine Themen bewältigen und mal schauen, wie das da die großen Player anstachelt. It's going head to head with the big guys. Yeah, and it's not just hype. The 405 billion parameter version is even beating GPT-40 and Claude 3.5 Sonnet in some tests. That's huge. What's the impact been on the wider AI community? Huge. Llama-based models have racked up something like 440 million downloads on Hugging Face. Heftig, also die KI-Community reagiert da schon drauf und offenbar ist da Open Source wirklich ein Thema. 440 million. Yeah. That's incredible. But all this talk of open source makes you wonder,
How open are these open source Ja, das ist das models Ding, hä? really? Is there a catch? You're right to be skeptical. The report actually addresses this directly. There's a really helpful chart that breaks down the different levels of openness for various projects. Oh, like a spectrum of open sourceness. Ja, also da muss man schauen, oder wie Open Source ist nicht gleich Open Source, oder? Es kann auch closed sein oder nicht ganz so alles offen sein, wie der Name verspricht. Da muss man schon ein bisschen Deep Dive machen, also ein bisschen tiefer eintauchen und schauen, was ist denn da wirklich los. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Exactly. You've got projects like Open Assistant that are completely transparent, code, Okay. data, the whole shebang. Also But voll then you've offen. got others like Mistral 7B Instruct with more restrictions. So Okay. buyer beware. Do your research. Understand the Aufpassen. nuances before you jump on the bandwagon. Right, because it's not just about what we're measuring in AI anymore, it's how we measure progress itself. Ja, natürlich, das ist immer das Ding. Also wie machen wir die Weiterentwicklung vom Ganzen? Wie geht's voran? Also es ist nicht, ja, das ist wie immer im Leben natürlich. Yeah. And the report dives into some pretty concerning issues with AI evaluation. Okay. Two big ones stuck out to me. The first is what they call contamination inflation. Contamination inflation. Is that like grade inflation but for AI? Kind of, but with potentially bigger consequences. Okay, also der nächste Teil befasst sich nun mit der Auswertung, wie man misst, wie weit die KI ist. Und da gibt es verschiedene Tests, ja. Also auch Bewertungskriterien oder eben zusammengesetzte Tests, die das bewerten. Und der Report nimmt das jetzt ein bisschen kritischer unter die Lupe, schaut mal rein, was da Einschränkungen sind dieser Tests, ob die wirklich gut sind und ob die fair sind. Schauen wir mal rein. Some models were initially posting really impressive scores on benchmarks, but Okay. then What then? then they got tested on newer benchmarks like Grade School Math 1000, GSM 1K. Also so wirklich Standards, die weltweit bekannt sind, werden da angewendet, um die KI auf Herz und Nieren zu testen. And their performance completely tanked. What Okay, happened? das haben Did sie they nicht forget geschafft. everything they learned? Not exactly. It turns out that during training, some of the questions from those earlier benchmarks had accidentally leaked into their dataset. Okay, cheaten. Also die haben die Fragen oder die Antworten, besser gesagt, schon vorher geleakt bekommen und haben sie dann einfach eingebaut, um bessere Resultate zu erzielen. Wack. So they were basically just memorizing answers instead Ja. of actually Also learning auswendig how to lernen. solve problems. Exactly. Like they aced the test because they already had the answer key. Makes you wonder if we've been overestimating the capabilities of some of these AI systems. Also haben wir das ganze KI-Thema jetzt überschätzt? Das ist interessant. Also ich lege euch nochmal den Short ans Herz, in dem ich da erkläre, wie Large Language Models, auf denen ja ChatGPT oder andere Chatbots basieren, funktionieren, indem sie da wirklich Prozentwerte von Wörtern auswerten und diese zusammensetzen. Schaut euch diesen Short an. Ich verlinke ihn euch in der Endkarte. Dann habt ihr direkt Zugriff darauf und es ist schon noch cool zu sehen, ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, wie das Ganze funktioniert. KI ein bisschen entzaubern. It certainly calls into question how we're evaluating progress. Right. And it's not just a few isolated cases either. Even some well-established benchmarks like MMLU are riddled with errors. Okay, also es gibt offenbar wirklich Bewertungsmethoden, die von Fehlern übersät sind. Also das verfälscht dann natürlich auch ein bisschen das Ergebnis, wie weit KI wirklich ist. Also diese Benchmarks, also diese Tests, müssen dann auch noch ein bisschen differenzierter betrachtet werden, offenbar. According to the report. MMLU, seriously, that's like the gold standard for language model benchmark. Also sogar der Goldstandard, also der Vorreiter dieser Tests, hat offenbar Fehler drin. I know, right? But wait, there's more. OpenAI actually discovered that the SWE bench, which is designed to evaluate software engineering skills, was actually underestimating some models' abilities. Okay. Also fast schon Branchenstandards in der Softwareentwicklung hat auch irgendwelche komischen Resultate erzielt, beziehungsweise Fehler drin. Wait, how do you even underestimate an AI's abilities? The tasks on the SWE bench were actually too difficult, even for AI. The Okay, benchmark itself was flawed. It's like we're trying to measure the universe with a broken ruler. Okay, also wenn wir natürlich falsch messen oder falsch beurteilen, dann kommen wir auch nicht weiter, ne? Pretty much. And this just goes to show how challenging it is to develop benchmarks that accurately reflect the complexities of AI. Also schon schwierig, akkurate Bewertungstools für das Feststellen, wie weit KI ist, zu bauen. Yeah. It's a moving target for sure. So speaking of moving targets, the report also looks at what's happening with AI architecture.
For a KI-Architektur. while, it seemed like transformers were like the be-all and end-all. Yeah, they've been dominant for years, but But the report hints that might be changing. well, there's definitely a rise in what they call hybrid models. Yeah. Basically combining attention mechanisms with other approaches. Interesting. Any examples of these hybrids in action? Yeah, AI21 Labs has one called Mamba. It's this Mamba transformer hybrid, and it's getting really interesting results. What kind of results? For one, it's outperforming traditional transformers on a bunch of benchmarks, but Right. the really exciting thing is the speed. It's up to 8 times faster at generating tokens during inference. Wow, okay, also Geschwindigkeit 8-mal war schneller. Okay, Game Changer. 8 times. Ah. That's going to make a huge difference in real-world applications. Huge. Think about anything that needs AI to respond in real time. Okay. Like translation or those AI assistants we were talking about earlier. Imagine if they could generate responses 8 times faster. Also wirklich krass, wenn man da 8-mal schnellere Antworten kriegen wird, das ist ja Realtime, also für den Menschen gar nicht mehr ersichtlich oder merkbar, spürbar. Game changer. And then you've got Google working on something called model distillation. Model distillation. Okay, now you're just making stuff up. I know, it sounds like something from a sci-fi movie. But Yeah. basically, they're taking these massive models and creating smaller, faster versions. So instead of running a Verstehe. huge, power-hungry AI model, we Yeah. can have these, like, streamlined versions. Exactly. Ah, okay, das ist clever. Also das Ganze aufteilen auf kleinere Modelle und diese Modelle dann zusammenzusetzen zu einem großen oder zu verwenden. Okay, ja, containermäßig so quasi. Guter Ansatz. And they're just as capable, just way more efficient. Mal That's cool. huge for accessibility. Google's Gemini 1.5 Flash, it's a distilled version of their larger Gemini 1.5 Pro. Okay. And it's showing a lot of promise. It's like the Geht difference schon in die between Richtung, having a hä? supercomputer and having, like, a super smartphone. Ja, genau, das ist es doch. Also nicht mehr die Supercomputer anzapfen zu müssen, sondern das Ganze auch auf kleiner Rechenleistung machen zu können, weil das Modell kleiner wird, aber dafür mehrere kleine Modelle sich zusammensetzen. Ja, echt clever. Right. So we're talking about making things smaller, and you mentioned synthetic data earlier. Right. So that's another area where things are getting really interesting. More and more labs are using synthetic data now. They're even recreating famous data sets with it. Like what? Give us an example. Well, the report talks about researchers recreating the entire data set used to train Phi 1.5 using synthetic data. It's Okay, also sie verändern die Art und Weise, wie Datensätze zusammengesetzt werden oder zusammengesetzt sind zu synthetischen Daten und machen so das Ganze ein bisschen flexibler, größer und können da bessere Quellen anzapfen. mind-blowing. But didn't Okay. you say there were some risks associated with synthetic data? Something about model collapse? Yeah, and the report Uh-huh. delves into that too. There's definitely a debate raging in the AI community about that. So what are the arguments? Some researchers are worried that overusing synthetic data could lead to models that basically just get really good at navigating artificial situations. So they ace the test, but in the real world, they fall apart. Okay, also es kann durchaus vorkommen oder auftreten, dass die KI-Modelle dann quasi in einem geschützten Rahmen gute Ergebnisse erzielen, auch wieder bei diesen Benchmarks und Berichten, aber im Real Life, also bei der Anwendung der täglichen durch uns, die User, fehlen. Interessant. Exactly. But on the other hand, some researchers argue that if you carefully control and validate the synthetic data, it can actually be a really powerful tool. So it's Mhm, all kann ich mir about vorstellen. finding that balance. Exactly. Wie Like a immer. lot of things in AI, it's not a simple yes or no answer. All right, so we've covered a lot of ground here. But let's be honest, no conversation about AI is complete without addressing the elephant in the room. NVIDIA. Right. Nvidia. Beeindruckend, was Nvidia in letzter Zeit für einen Spurt hingelegt hat. Hä? Also nicht nur Grafikkartenhersteller, sondern wirklich extrem, was die an Palette kreiert haben, was die an Produktpalette heute zeigen können. Also was die an Produktpalette da haben heute, ist schon heftig. They're basically the undisputed rulers of the AI chip world, at least for Yep. now. For now, are you suggesting their reign might be coming to an end? Also kommen andere Zeiten, schwerere Zeiten auf Nvidia zu. Well, the report does acknowledge that their dominance might not last forever. Okay, spill the tea. Okay. What's the report saying? There are some dissenting voices out there, people questioning whether the market might be overestimating NVIDIA's long-term prospects. Really? Interesting. So NVIDIA might not be the only game in town for much longer.
what about the competition? Also Konkurrenz von Nvidia wird da auf dem Vormarsch sein und Nvidia ein bisschen unter Druck setzen. There are a lot of startups trying to break through, but so far, no one's come close to matching NVIDIA's success. So it's an uphill battle for these NVIDIA hopefuls. Yeah, the report actually makes a pretty stark comparison. It says that if investors had put their money in NVIDIA stock back in 2016, instead of pouring something like $6 billion into AI chip startups, they'd be sitting on $120 billion. Wow! Also, wenn Sie das ganze Geld, das in Startups in diesen Bereichen investiert wurde, zusammennehmen und in Nvidia investiert hätten, was wäre denn da los? Boah, krass. Today. Ouch. That's got to sting a little. Just a little. So the stakes are high, but the potential rewards are even higher. Absolutely. Also ein absolut brillanter Wachstumsmarkt da. Nvidia, der Platzhirsch natürlich, da predicted wird, dass Nvidia unter Druck gesetzt wird von kleinen Startups. Irgendjemand wird einen Durchbruch schaffen. Die Regel ist so, dass, glaube ich, von irgendwie 10 Startups 9 fehlen und 1 was hervorbringen wird. Also spannend, werden wir mal schauen, wie das weitergeht, da, ob das wirklich so stattfinden wird. It's not just about raw processing power anymore either. The report actually highlights some incredible advancements in making AI more efficient, especially when it comes to smaller models. Okay, also jetzt gehen wir zurück zu dieser Thematik, dass nicht nur große Rechenzentren die KI-Leistung verbessert, sondern dass die kleineren Modelle da durchaus auch Charme haben. Oh yeah, like what? Well, Microsoft has this model, Phi 3.5 Mini. It's relatively small, only 3.8 billion parameters. Only 3.8 billion. Okay. That sounds tiny compared to some of the behemoths we've been talking about. It is, but don't let the size fool you. This thing can go toe-to-toe with models like the 7 billion parameter version of Llama, especially in things like reasoning and question answering. Okay, also wieder hier die Zusammenhänge erkennen oder beziehungsweise Zusammenhänge zusammensetzen und ein bisschen mehr Wissen ins Ganze zu bringen. Nicht mehr nur einfach vorgefertigte Antworten, sondern wirklich zu analysieren, was ist der beste Lösungsweg und was ist dann daraus abgeleitet die beste Lösung. Impressive. So how do they do it? How do these smaller models punch above their weight class? Yep. Well, for one, they're incredibly efficient. They're designed to excel at very specific tasks rather than trying to be a jack of all trades. And get this Phi 3.5 Mini is so compact, it can actually run locally on a smartphone. Okay, krass. Also der Schlüssel liegt darum, zu fokussieren, auf kleinere Arbeiten oder Tätigkeiten oder Dinge zu erledigen, die diese Models offenbar super gut erledigen und mit weniger Rechenleistung, also auf dem Smartphone, hier wird verglichen, kann das Ding rechnen und laufen. Und wenn man das Ganze dann wieder zusammensetzt, dann kriegt es wirklich gute Resultate hin. Oh, spannender Ansatz. No way, that's huge. Yeah, they shrunk its memory footprint down to 1.8 gigabytes Ooh, using okay. something called quantization. Quantization. Does Okay. that involve quantum physics? Because I'm going to need a whole other podcast for that. It's Me not too. quite quantum physics, but it is pretty clever. Think of it like compressing a massive high-resolution image without losing any detail. Okay, also ein riesig großes, qualitativ gutes Bild komprimieren, ohne dass die Qualität verloren geht. Jetzt haben Sie meine Aufmerksamkeit. So it's like creating a more efficient, compressed version of the model without sacrificing performance. Genau. Exactly. And it's not just Microsoft. Apple is also quietly making strides in AI, even though they haven't really jumped on the big language model bandwagon like some of the others. Apple, das Dark Horse im KI-Rennen. Hm? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass Apple noch eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Einer der Vorteile von Apple ist ja natürlich, dass sie dieses Closed System weiterführen. Das haben ja Google und Microsoft absolut verpasst. Die haben ja eher auf den offenen Stil Wert gelegt, also die haben sich geöffnet und die kriegen es nicht mehr geschlossen. Apple hat dieses Closed Operating System nach wie vor auf nur ihren Geräten verfügbar und kann da jetzt natürlich absolut Gas geben im Bereich KI, Integration von KI und
da bin ich schon sehr gespannt, wie das Rennen dann weitergehen wird. So what's Apple's strategy? They're focusing on AI that's optimized for their devices. Ja, The genau das. report highlights their new mobile CLIP models. Okay. These are image-text models designed to run really fast on smartphones. So while everyone else is chasing bigger, flashier models, Apple is playing to their strengths by focusing on integration and efficiency. Exactly. Ja, genau das. Also das ist das, was ich erklärt habe. Apple Intelligence soll sich ja, ist ja auch schon vorgestellt worden in den Trailers, rund ums Smartphone bewegen. Das macht auch die Sicherheit ein bisschen besser. Also dass man da nur rausgeht, aus dem Gerät, raus in die Wolke, wenn es wirklich nötig ist und das dann auch nur limitiert, also um etwas zu berechnen oder irgendwas nachzusehen, aber nicht mit den vollen Datensätzen rausgeht, sondern das Ganze auf den Geräten lässt. Da kommt, wie gesagt, halt einfach dieses Ding, dass man sich entschieden hat, das Ganze closed zu machen, wieder als Vorteil hervor. Ne? Das ist natürlich klar. And then you've got Hugging Face, pushing the boundaries of small language models with their small m family. Small Okay. LM. I like it. It's like a little Small ninja that LM. could. Right. And they've achieved some really impressive performance with these models, even though they're relatively small. Okay. Part of it is their use of a really well-curated synthetic data set created with this thing called Cosmopedia. It's pretty wild. It's amazing how much innovation is happening in this space, even with smaller models. Das ist so ein Phänomen, dass Menschen es immer wieder schaffen, irgendwie, wenn sie vielleicht unter Druck stehen oder so, Dinge zu erfinden oder weiterzubringen, die uns da pushen. It's not just about building bigger and bigger AI anymore. No. It's about working smarter, right? Ja, Exactly. And speaking of working smarter, it seems like quantization is a big part of making these smaller models so efficient. It's huge. And Microsoft is really leading the charge here with their BitNet architecture. Okay, jetzt geht's in die Infrastruktur They rein. have this special layer, it's called BitLinear. Bit linear. Okay. Okay, you lost me. Don't worry about the technical jargon. Basically, it's all about compressing the information in the model without losing its essential knowledge. Also wieder zurück zum Ding, dass man da die Qualität nicht verlieren soll, aber komprimieren soll. Also bessere Komprimierungstechnologien offenbar am Start sind. So it's like creating a Cliff's Notes version of the AI model. Exactly. And the best part, BitNet still performs really well, even with that compressed format. Also ohne, dass man da Verluste zu verzeichnen hat. They've even got a version called BitNet B1.58 that can match full precision performance at a 3 billion parameter scale using something called ternary weights. Curry Krass. weight. Is that like 3 times the weight? Mm. Because I'm pretty sure my New Year's resolution was to lift less, not more. It's not about how much the model weighs, I promise. The point is they're achieving amazing efficiency without compromising on performance. That's Ja, also es ist echt krass, oder? Was die Komprimierung da für Fortschritte machen kann und beitragen kann dazu, dass das Ganze hier vorangetrieben wird. Heftig. impressive. So we're seeing some really exciting developments in these smaller, more Yeah. efficient models. Yeah. But the report does still emphasize that transformers are still the dominant force in AI architecture overall, at least for now. Ja, also die Großen werden weiterhin das Ganze vorantreiben, die Yeah, Kleinen they're werden still the big challengen. dog on campus. Yeah, In fact, klar. the report says that transformers account for something like 74% Okay. of all AI research papers published this year. So those rumors of their demise have been greatly exaggerated. Exactly. But the work being done on these hybrid models, super promising, like we were talking about with AI21's Mamba. And Google with their model distillation, right? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass da diese großen KI-Modelle gepaart mit vielen kleinen, fokussierteren Modellen, die vielleicht schneller so kleine Aufgaben erledigen können, besser erledigen können auch und das zusammengesetzt wird, dass das dann wirklich den Fortschritt vorantreibt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Trying to pack all that transformer knowledge into a smaller package. Right, it's like genau. distilling the essence of a master chef's skills and teaching them to a home cook. I like that analogy. Das ist geil. Also der Master Chief, also der Chefkoch, der da jahrelange viel Erfahrung aufgebaut hat und sich einiges an Wissen angeeignet hat, gibt das gezielt oder dosiert an jüngere Köche und Köchinnen weiter, sodass es dann skaliert. Das ist wirklich cool. Geile Analogie. Okay, weiter. So are there other researchers doing interesting work with model distillation? Yeah, actually. Carnegie Mellon has this method called MOHawk.
Mohawk. Okay, now I know Okay. you're making these names up. I promise you I'm not. But yeah, Mohawk basically lets them transfer the knowledge from a large transformer model to a smaller state space model. State space. All right, you're gonna have to explain that one. State Think of it space. like different ways to represent information, like how a map can show you a landscape in different ways. Okay, I think I'm following. Yeah. The key is they're able to get near original performance with much less data and processing power. So it's like taking a big gas-guzzling SUV and turning it into a sleek, fuel-efficient sports car. Also auch hier wieder das Ganze ein bisschen kompakter machen, hä? Und daraus dann Effizienz gewinnen. Exactly. And this whole focus on efficiency, it applies Genau. to synthetic data too. Right, because we were talking about the whole Okay. model collapse issue. Exactly. And new research from Oxford and Cambridge found that this model collapse thing, it's not just limited to specific AI architectures. You mean it can happen across the board? Yeah, even those fine-tuned language models we were talking about earlier, they're susceptible too, according to this research. So Okay. more evidence that we can't just solve every AI problem by throwing more data at it. Ja, also man kann nicht einfach davon ausgehen, dass man da größere Datenquellen reinkippt, unendlich. Es soll auch möglich sein, dass ganze Modelle kollabieren. Okay, heftig. Exactly. But the good news is that this research was looking at scenarios where real-world data was completely replaced by synthetic data over multiple cycles. Okay, so it's not like synthetic data is inherently bad. It's more about how we use it. Right. And in the real world, real and synthetic data are often used together, which seems to help mitigate this whole model collapse thing. It's like adding some fruits and veggies to that AI's diet of junk food, right? Okay, also dass man das Ganze ein bisschen, eben wie gesagt, hier hybride gestaltet, die besten Dinge von beiden Welten kombiniert, die reellen Daten oder die Daten aus der reellen Welt kombiniert mit synthetisch hergestellten Daten, also kombinierten Daten, logisch zusammengesetzten Daten, dass das dann den gesunden Mix gibt. Das kann ich mir auch ebenfalls sehr, sehr gut vorstellen, ja. Exactly. Everything in moderation. Moderation. Got it. So what else did this report uncover? Well, we've talked about training models and architectures, but the report also highlights some really cool stuff happening in retrieval and embeddings. Remind me, what are retrieval and embeddings? Mhm. It's basically how AI interacts with real-world information. Think about how you'd research something. You don't just use what's already in your head, right? No, I go straight to Google. Exactly. Well, retrieval and embeddings, it's like giving AI that same ability to access and process external information. So instead of drawing on their pre-programmed knowledge, they can actually do research. Okay, das ist das altbekannte Thema. Die Öffnung des Internets zum Beispiel, also einfach der KI ein bisschen mehr Wissen zur Verfügung stellen oder mehr Daten, so dass es dann bessere Lösungswege finden kann, weil es einfach mehr Wissen zur Verfügung hat. Ja, Menschen können ja unterscheiden oder sollten in der Lage sein zu unterscheiden, welche Quellen denn wirklich vertrauenswürdig sind, was wirklich reell ist oder was fake ist. Und da wird es dann halt wirklich schwer, oder? Wie soll eine KI das feststellen können, was Fake News ist? Also ich erinnere an mein Testvideo, wo wir da auf X, diesmal habe ich es von Anfang an richtig gesagt, getestet haben, wie Grok funktioniert, die KI von Elon Musk. Und da haben wir festgestellt, dass Tweets, ja, jetzt kommt natürlich die Frage, wie heißt es jetzt neu, wenn es nicht mehr Twitter heißt? Ist egal. Also wenn Tweets mit eingebunden werden in diese Suchresultate der KI, da wird es gefährlich, oder? Also wenn die Tweets von unglaubwürdigen Quellen stammen oder unlauter sind, Propaganda vielleicht sogar noch negative Propaganda da drin ist und wir das Ganze dann für Bares nehmen, ja, also dann wird's gefährlich, oder? Und das ist schon das Ding hier. Da muss man hier wirklich aufpassen. Also das ist dann wirklich ein Risiko. Wie seht ihr das? Öffnung des Internets für die KI muss für den nächsten Entwicklungsschritt oder seht ihr das eher skeptisch? Braucht es da eher Regulierung? Schreibt es in die Kommis. Exactly. And one of the key techniques driving progress here is called Retrieval Augmented Generation, or RAG. RAG. Okay, RAG. Okay, that's a new one. Basically, it lets AI pull in relevant information from external sources and integrate it seamlessly into their responses. Cool, grundsätzlich wie gesagt. Aber was, wenn diese Quellen nicht ganz korrekt sind?
So they can actually cite their sources. Exactly. Well, sort of. So it's not just about accessing more information, it's about accessing the right information. Right. Das ist der Punkt, die richtigen Informationen. Also auch Wikipedia kann jeder verändern. Hä? Wir alle können da Beiträge schreiben oder verändern. Oder ja, wer sagt uns, dass das alles richtig ist, was da steht? And making sure it's accurate and relevant. Ganz genau. So how are they making this happen? Making these AI systems better at research, so to speak. Well, Anthropic has this technique called contextual embeddings. Contextual embedding. Okay. That sounds intense. It's actually pretty cool. It's like teaching Bild. the AI to understand not just the words in a document, but the context, the relationships between those words. So it's like instead of just giving you a random assortment of information, it actually understands what you're looking for. Ja, das ist natürlich krass. Und genau dahin muss ja KI. Also es muss Dinge verstehen, Zusammenhänge logisch erkennen, Lösungswege erarbeiten und dann bewerten, welcher Lösungsweg der beste ist, damit auch die beste Antwort rauskommt. Also wenn wir wieder zurück an den Anfang springen, ChatGPT ist da oder OpenAI ist da schon auf dem richtigen Weg, ne? Exactly. It's like having a personal research assistant that can Ja, cut genau. through all the noise and give you exactly what you need. Ganz genau. That'd be amazing. No more endless scrolling through search results. Right. And then there's the embedding models themselves. Google's GridLM, for example. It has a whopping 47 billion parameters. 47 Okay, billion. krass. I'm starting to think we need a bigger whiteboard to keep track of all these numbers. I know, right? But this massive size allows GridLM to do some really impressive things, both in terms of retrieval and generation. So size does matter, at least in the world of AI. To some extent, yes. But it's not the only factor. You've also got models like Kolpali. Okay. Holy. Also je größer das Modell, desto besser. Nicht unbedingt. Es gibt da offenbar auch andere Modelle. Schauen wir mal an, wie das da Poly macht. Tell me more. It's a vision language embedding model, and it focuses on the visual structure of documents, not just verstehe. the text. So it can see. Kind of. It understands the layout, the images, how everything is connected visually. That's wild. Like teaching an AI to appreciate a good infographic. Verstehe. Also die KI setzt mehr drauf, wie das Layout eines Dokuments aufgebaut ist und erkennt anhand von dem Layout, um was es sich da handelt. Also visualisiert das Ganze und plausibilisiert wahrscheinlich damit dann den Text, den es ausgibt. Oder wie es interagiert mit dem Benutzer. Ah, das ist clever, oder? Also ich denke, ein Marketing-Flyer wird anders sein als eine Dissertation. It's all about understanding context and relationships. Makes sense. So with all this progress in retrieval and embeddings, have the big players maintained their dominance? Or are we seeing some new champions emerge? It's interesting, actually. In this area, it's the open source models that are really outperforming the big labs. Okay, also Open Source macht da Fortschritte und die kleineren AI-Startups oder wie man sie auch immer nennt, die werden da auch auf dem Vormarsch sein. Die spornen natürlich die Großen wieder an, vielleicht auch Ideen zu verwenden, vielleicht auch einen Kauf in Erwägung zu ziehen, damit das eigene Modell dann damit angereichert werden kann. Also ihr seht, es ist wahnsinnig viel Bewegung im ganzen KI-Markt und das ist auch gut so, weil das führt ja zu guten Ergebnissen und zu Verbesserungen für uns alle. Und ja, also schauen wir mal, wie das da die Großen weitertreiben wird. Was meinen die denn dazu? Oh, hey, seriously. Seriously. OpenAI's embedding model is currently sitting at 29th place on the MTEB Retrieval Leaderboard. 29. Okay, also 29. Platz, das hätte ich niemals gedacht. Also da hätte ich schon gedacht, die sind weiter vorne. Aber okay, also offenbar kleinere und eben hier, wie es hier gezeigt wird, Open Source setzt das Ganze unter Druck. Place. Ouch, that's gotta hurt. Meanwhile, NVIDIA's open source Embed V2, that's sitting pretty at the top of the leaderboard. Wow, a decisive Okay. victory for the open source community. It's Mhm. amazing to see that innovation can come from anywhere. Absolutely. And these advancements are having a ripple effect, even impacting the performance of large language models. So by giving these models access to more information, more organized information, we're essentially making them smarter. Exactly. Okay, also das Ganze noch ein bisschen intelligenter machen, noch mehr Wissen zur Verfügung stellen. Krass. That's exciting. But the report also highlights some challenges with all this, right? Always. Like what? Well, one of the big ones is evaluation. How do you accurately measure the performance of these systems, especially in a field as complex as this? Ja, also sind wir wieder beim Thema vom Anfang, dass die Messsysteme da halt einfach
nicht ganz so akkurat sind. Also wie misst man den Fortschritt dieser It's not KI as so simple as richtig? just running a spelling test. Definitely not. Nein. And the report points out that a lot of the current benchmarks being used for ARA, they're just repurposed from older retrieval or Ja. question-answering data Alte sets. Fragen They don't really recycelt. capture the nuances of what makes a good RR system. Nein. So it's like judging a research paper solely on its grammar without actually considering the content or the ideas. Ja. Exactly. We need better evaluation methods. So what's the solution? Researchers are exploring some interesting new approaches. One really promising development is the use of web-based platforms for human evaluation. Ich verstehe. Also Menschen sollen das Ganze bewerten. Und dann so helfen, die KI-Modelle zu verbessern. There's one called Ragnarok. Ragnarok. Like the end of the world. Mm. Because is that what it feels like? I'm going to need to understand all this. Don't worry, it's not that complicated. Basically, it allows humans to evaluate the quality of RAG outputs in a much more nuanced way than traditional metrics. So it's like having a panel of experts review a research paper instead of just relying on a computer to grade it. Exactly. Okay, verstehe. Also eine Gruppe von Experten bewertet das Ganze und dann wird das ausgewertet und so wird natürlich ein besseres Ergebnis erzielt. Ja, verstehe. It brings in that essential human element. So Ja, we've talked genau. a lot about the software side of things. What about hardware? Well, the report Infrastruktur, actually okay. delves into the challenges of building and maintaining those massive compute clusters that power all this AI magic. Right, because these things are beasts. Yeah, it's not like you can just set up a couple laptops in your basement and train these massive AI models. Well, anymore anyway. Ja, braucht natürlich riesige Rechenzentren, braucht Leistung dahinter, ist klar. Definitely not. These clusters are getting bigger, more complex, harder to manage, and they need these crazy fast connections. Yep. Plus, any variation in hardware, and it can really throw things off. So how are they tackling these challenges? Well, Google DeepMind has this really interesting concept. They're working on distributed low communication, DeLoco for short. The logo catchy. Right. So essentially, it's this optimization algorithm that allows training to happen across these islands of devices. Islands. Yeah, think of them like separate clusters of devices that don't need to constantly chat with each other. So instead of having all the processors jammed together, constantly gossiping, they're working more independently. Okay. Ist das nicht der Edge-Ansatz? Also wenn es Experten hat, dann bitte in die Kommis schreiben. Aber ich denke, so die Dezentralisierung der Rechenleistung oder von Speicher, eigentlich allem an Ressourcen, das ist doch genau das Edge-Modell, oder nicht? Schreibt's in die Kommis. Exactly. They only share information at certain checkpoints, which cuts down on the communication overhead by a ton. That's pretty clever, like streamlining communication within a company so you're not bogged down with unnecessary meetings. Right. And the crazy thing is, they've actually shown that DeLoco can reduce communication by up to 500 times. Wow, das ist krass. 500 times. Are you serious? Yeah. And they've even optimized it for asynchronous settings, so the devices don't have to be perfectly in sync for it to work. That's some next level stuff right there. Ja, da würde ich auch sagen, also dass dann nicht mal aufeinander abgestimmt werden muss, sondern dass da wirklich das Optimum rausgeholt werden kann bei beliebiger Hardware. Krass. Are other researchers looking into this DeLoco thing? Oh, yeah. Prime Intellect, for one, they were so impressed with DeLoco that they released an open source implementation. Of course they did. Leave it to the open source community to spread the... Das ist natürlich dann wieder clever. Hm? Also die Open Source Community nutzen zur Verbesserung. Das ist immer ein toller Ansatz. Right. And they didn't just copy it either. They actually scaled it up 3 times to work with models over 1 billion parameters. Talk about putting your money where your mouth is. Yeah. So it's not just about the hardware either, right? Right. The open source community is making big contributions on the data curation side, too. Data curation. Now that sounds like a glamorous job. I know, right? But seriously, it's really important work. And Google DeepMind has this cool approach called JST. JE. Like, are they joking? No, it stands for jointly selecting entire training batches. But I like your okay. version better. It's a mouthful. It is. But essentially, it's a way to be much more strategic with your training data. Okay. Break it down for us. How does it work? Instead of using the whole data set at once, JE-Test uses a pre-trained model to analyze it and then figure out which batches of data will be most helpful at each stage of training. Also runterbrechen. Trainingsbatches zusammenstellen, also verschiedene Trainings zusammensetzen und dann Schlüsse daraus ziehen. Okay. So it's like a personal trainer for your AI model. Picky.
Also eigentlich, KI verbessert KI. Das ist ja auch was propagiert wird oder was erzählt wird, dass die KI sich selbst verbessern wird in Zukunft. Das ist ein kleiner, ja, es ist ein Ansatz davon, ne? And choosing the right exercises to get the best results. Perfect analogy. And get this, they've even found ways to cut down on computational costs by using lower resolution image processing during parts of the training process. Okay, also es nutzt sogar noch die Komprimierung wieder, die wir auch schon kennengelernt haben. Also es braucht nicht mehr so riesig große Datensätze oder ja, Größen von Daten. So not only are they training smarter, they're training leaner too. Exactly. Genau das. It's all about efficiency. Efficiency seems to be the name of the game these days, especially with all the hardware limitations and such. Speaking of which, the report also delves into Chinese AI research, China. which is facing some unique challenges right now. Yeah, the US sanctions have definitely thrown a wrench in the works. But you know what? Okay. The Chinese AI community, they're incredibly resilient. Oh yeah. Ja, wie immer, also die Chinesen sind schon sehr innovativ, ne? Und die lassen sich da nicht einschränken von irgendwelchen Regulatorien der USA. Da werden sie immer Wege finden, haben sie schon immer gemacht und werden sie auch in Zukunft tun. How so? Well, they're having to be incredibly resourceful, squeezing every last drop of performance out of their hardware, often using components that are more readily available, even if they're not the absolute latest and greatest. Like the saying goes, necessity is the mother of invention, right? Exactly. Da sind sie halt immer schon stark gewesen, also auch aus wenigen Ressourcen viel zu machen, also nicht die neuesten Computer, nicht die neuesten Prozessoren, Grafikkarten und so weiter, Rechenleistung. Da sind sie halt schon sehr innovativ, das ist halt schon immer beeindruckend. They're also not afraid to experiment with architectural innovations. Okay, Give us some examples. DeepSeek, for example, they've got this thing called multi-head latent attention, which cuts down on memory demands during inference. So they're making those models leaner and meaner. Yep. And they've also been working on enhancing mixture of experts, MoE architectures, to use computational resources more efficiently. okay. It's amazing how they're turning these challenges into opportunities for innovation. Ja, was ich sage, also da ist China wirklich weltweit Vorreiter davon, aus wenig viel zu machen. And it sounds like they're not shying away from open source either. Open Not Source at all. They're natürlich. embracing it. DeepSeek Coder V2, it's super popular with developers because it's so fast and efficient at handling coding tasks. So it's like Cool. having a superpowered coding buddy on call 247. Exactly. And then there's Alibaba with their Qwen 2 family of models. What's Alibaba, They're really strong in vision capabilities. They've even been used to analyze and understand complex artwork, which is pretty mind-blowing. okay, also Alibaba, ein Riese, hä? Hat natürlich extreme Ressourcen, die sie da verwenden können für das Ganze und dass sie da auch vorstoßen. Könnte schon auch ein weiterer Treiber natürlich sein für das Ganze, hä? Dass sie da KI-Kunstkritiker werden offenbar oder das Ganze können. Also das zeigt, dass sie da Analysetechniken haben, KI am Start haben, die schlagkräftig ist. An AI art critic. Kind of, but it just goes to show how far this technology has come, especially in multimodal AI. Schon Right, krass, ja. combining different types of information, images, text, and who knows what else is next. Also das Zusammensetzen von verschiedenen Technologien. DALL-E gab es ja, danke, es gibt ja verschiedene, die Bilder generieren können, aber die auch Bilder analysieren können. ChatGPT kann ja auch wiedergeben, was es auf einem Bild sieht. Und das Ganze jetzt weiter verknüpfen, weiter kombinieren, das wird der nächste Schritt sein für den technologischen Fortschritt in diesem Bereich. Exactly. And then we have to mention Tsinghua University's Mini-CPM-Projekt. Mini-CPM, another one for the adorable AI names list. Right. So they're focused on developing these smaller, more accessible language models, making Yep. sure everyone can benefit from AI, even Haben wir if they don't have kennengelernt, ja. access to the most powerful hardware. Democratizing AI. Genau. Exactly. And they're getting some really impressive results. One of their models, it's a 2.8 billion parameter vision model. It's almost neck and neck with GPT-4V on some Oh, metrics. krass. Wow, that's incredible. Size isn't everything after all. Right. Also auch hier wieder die Zerstückelung, Fokussierung auf kleinere Tasks, kleinere Modelle, schon Schlüssel zum Erfolg offenbar. And they've even got a model based on the 8.5 billion parameter Llama 3 that's actually outperforming GPT-4V on certain tasks. Oh, It's okay. like David and Goliath all over again, except this time, David's got some serious AI skills. Da kommt I was, love ja. that analogy. So we're seeing amazing progress across the board, even with all these challenges.
But it's not just about making AI bigger and faster anymore, is it? It's about making it smarter, more efficient, more accessible. Ja, genau. Also wie gesagt, das Wissen steht im Vordergrund. Die Unterstützung des Menschen. Nicht nur einfach einfache Antworten, zack, bumm, sondern wirklich fundierte, logische Antworten. Die beste Antwort vielleicht auch zu finden und da wirklich eine Unterstützung zu sein. Couldn't have said it better myself. Well, on that note, I think it's time to wrap up this deep dive into the State of AI Report 2024 online. It's been quite a journey. It Yep. has. From the latest breakthroughs to the challenges that lie ahead, we've covered a lot of ground. But there's one key message that I think everyone should take away from this report. AI is not just some futuristic fantasy. It's here, it's evolving at an incredible pace, and it's already having a profound impact on our lives. Ja, das stimmt. Also ich mag mich gut erinnern, als es hieß, wir brauchen KI in fast allen Firmen, und man gar nicht wusste. Weshalb? Also es ist einfach so, dass jeder KI hatte, oder es war einfach ein Riesenhype, aber man wusste gar nicht so richtig, was soll das, wie soll man es einsetzen, gewinnbringend einsetzen. Und heute ist KI etabliert, es ist da, es ist zumindest in den Firmen, in den mittleren und großen Firmen verankert und ein täglicher Begleiter. Also man ist wirklich froh, hat man diese KI-Helferlein, die einem das Leben vereinfachen. Mails schreiben, Texte überarbeiten, vielleicht Bilder generieren und so weiter. Also da sind wir wirklich froh, haben wir das ganze Zeug integriert in unseren Arbeitsalltag. Also KI ist in unserem Arbeitsalltag drin. Es ist da, es ist jetzt, es ist nicht futuristisches Geschwafel. Es ist wirklich hier. Absolutely. And as we've seen, this isn't just about building bigger, more powerful machines. It's about making them smarter, more efficient, more in tune with the complexities of the real world. Ja, das wird der nächste Schritt sein. Also, dass man da nicht einfach nur Daten reinkippt und Datenmengen und Daten, sondern dass man da wirklich jetzt Intelligenz reinbringt, dass das weiter sich entwickelt, dass es evolviert, dass es weiterhin am Zeit der Technologie bleibt, also dass es uns wirklich in Zukunft noch viel mehr Arbeit abnehmen kann und uns das Leben vereinfachen kann. Exactly. So to our listeners, I encourage you, don't just take our word for it. Go check out the report for yourself. Ja, genau. Also schaut euch diesen Report an. Ich verlinke ihn euch auch im Beschrieb. Schaut euch die Details an, wenn ihr weiter eintauchen, tief reintauchen wollt. Ist wirklich sehr interessant, ist cool, was die da gemacht haben. Und ja, macht einen Deep Dive da rein. Dive into the data, explore the trends, Ja, and genau. who knows, maybe you'll be the one to drive the next big breakthrough in AI. Why The not? future is waiting to be written, and it's a future that we can all be a part of shaping. Ja, das stimmt. Also wir dürfen uns da nicht blenden lassen, vielleicht von Angst oder Gefühlen. KI ist, wie gesagt, ist da. Wir haben sie heute verfügbar. Wir können das Beste daraus machen. Es braucht natürlich Regulierung. Da bin ich schon auch dafür, dass nicht alles einfach nur so für Bares genommen wird. Vor allem wieder das Beispiel X mit Tweets. Da muss man wirklich aufpassen. Oder auch andere Dinge muss man regulieren. Das ist ganz klar. Da sind auch die Regierungen beschäftigt und mit viel Fleiß dran, das Ganze für uns zu shapen. Aber ich glaube doch, dass KI wirklich unseren Arbeitsalltag vereinfacht, uns hilft, richtig eingesetzt, das Richtige tut. Dann kann es wirklich eine ganz coole und gute Sache sein. Ich glaube nicht daran, dass es uns in naher Zeit auslöschen wird. Ja, mal schauen. Also auch da habe ich einen Short dazu gemacht, was die 3 Phasen der KI sind, die Entwicklungsstufen. Schaut euch diesen Short an, dann seht ihr es. Aber ich denke, dass das wirklich eine gute Sache ist und dass es cool wird, das weiter zu verfolgen. Die rasante Entwicklung. Jeden Tag kommt was Neues im Thema KI. Und das wird wirklich spaßig. Was meint ihr dazu? Schreibt es in die Kommis. Lasst bitte auch ein Like und ein Abo da. Diskutiert mit. Kontrovers um dieses Thema. Ist ja ein spannendes Thema. Und habt eine gute Woche. Bis nächste Woche. Tschö.